In diesem Video möchte ich euch die Grundlagen zu Moodle vorstellen. Ich möchte Antworten auf folgende Fragen geben. Was heißt überhaupt LMS? Welche Rolle spielt Moodle dabei? Und welche Eigenschaften besitzen solche Systeme und wie unterscheiden sie sich von anderen ähnlichen Programmen? Starten wir mit den ersten beiden Fragen. Für was steht überhaupt der Begriff LMS, den man so häufig hört, und wie ist es mit Moodle verknüpft? LMS ist ein Akronym für den Begriff Lernmanagementsystem oder auch Learning Management System. Die drei Begriffe Lernen, Managen und System beschreiben schon recht gut, was man sich darunter vorstellen kann. Ein Lernmanagementsystem ist ein System oder Programm, mit dem sich Lernen managen lässt. Zum Managen gehört dabei das Verwalten von Prozessen und Daten rund um das Lernen. Ist eine Website mit PDF-Links also folglich ein LMS? Denn es bietet ja die Funktion zum Lernen und auch Materialien, die zur Verfügung gestellt werden. Die Antwort darauf ist einfach. Definitiv nein. Denn ein LMS bietet wesentlich mehr Funktionen als eine reine Sammlung von Lehrmaterialien oder Links. Ich orientiere mich gerne an der Definition nach Schulmeister. Diese besagt, dass ein LMS stets über folgende 5 Funktionen verfügt. Eine Benutzerverwaltung, eine Kursverwaltung, die Möglichkeit, Rollen und Rechte zu vergeben, Kommunikationsmethoden und Werkzeuge für das Lernen. Außerdem noch die Darstellung der Kursinhalte, Lernobjekte und Medien. Würde also ein Programm beispielsweise nur die letzte Funktion erfüllen, so handelt es sich hierbei nicht um ein LMS. Nun zu der Frage, was ist Moodle? Ist Moodle ein LMS oder nur eine Sammlung von Lehr-Lernmaterialien? Um dies herauszufinden, werden wir überprüfen, ob die 5 Funktionen nach Schulmeister bei Moodle erfüllt sind. Starten wir mit dem ersten Punkt, der Benutzerverwaltung. In meinem exemplarischen Moodle-Kurs können sich nur Personen anmelden, die über das Zugangspasswort verfügen. Ich habe einen Überblick über meine eingeschriebenen Nutzerinnen und sehe die jeweilige E-Mail-Adresse bzw. E-Mail-Adressen und Namen. Auch kann ich allen oder ausgewählten Nutzerinnen aus dem Kurs heraus eine Nachricht schicken. Benutzerverwaltung ist also vorhanden. Innerhalb unseres Moodles ist mein exemplarischer Kurs einer von vielen. Alle angebotenen Kurse werden in einer Datenbank verwaltet, ähnlich einem Vorlesungsverzeichnis. Auch das Material, das den Lernenden zur Verfügung gestellt wird, wird in einer Art Datenbank gesammelt. Die Lehrperson kann daraus entsprechende Inhalte auswählen und an beliebiger Stelle im Kurs platzieren. In Moodle kann der Administrator eines Kurses einsehen, welche Inhalte die einzelnen Personen bearbeitet haben und wie oft die einzelnen Aktivitäten innerhalb des Kurses aufgerufen wurden. Somit besitzt Moodle auch die Funktion der Kursverwaltung nach Schulmeister. Auch Rollen und Rechte können in Moodle einfach vergeben werden. Der Administrator oder die Administratorin kann sogar probeweise in alle Rollen schlüpfen, um zu sehen, wie die erstellten Inhalte den Lernenden angezeigt werden. Mehr dazu später noch. Jetzt kann man aber erstmal festhalten, dass auch diese Funktion auf jeden Fall vorhanden ist und einen Haken bekommt. Es gibt unterschiedliche Aktivitäten, die die Kommunikation zwischen Studierenden untereinander und mit den Dozierenden ermöglichen. Forum oder Chat sind 2 Möglichkeiten davon. Auch Werkzeuge für das Lernen, wie das Üben von Gelernten durch Quizze oder das gemeinsame Arbeiten an einem Text mit anderen, sind in Moodle vorhanden. Wie genau das funktioniert, werden wir später noch vorstellen. Also auch Haken bei Kommunikationsmethoden und Werkzeuge für das Lernen kann folglich gesetzt werden. Kursinhalte können selbstverständlich in Moodle dargestellt werden und dies ist auch häufig der Hauptzweck, warum Moodle eingesetzt wird. Also auch hier wieder ein Haken. Doch Moodle bietet weitaus mehr Möglichkeiten, vor allem im Bereich der Werkzeuge für das Lernen. Das ist natürlich wichtig zu wissen, damit man auch alle Potenziale dieses Learning Management Systems ausnutzen kann. Doch nun zurück zu unserer Ausgangsfrage. Ist Moodle nun ein LMS? Nach der Definition von Schulmeister definitiv ja.
Zu Lernmanagementsystemen zählen neben Moodle auch noch weitere Programme. Vielleicht ist euch Elias oder StudIP ein Begriff. In Deutschland wird überwiegend Moodle eingesetzt, weshalb wir uns in unserem Kurs auch auf Moodle als Lernmanagementsystem konzentrieren. Übrigens, unser Moodle bei uns an der Universität Bayreuth heißt E-Learning. Den Begriff E-Learning kann man als Oberbegriff für ein Lernmanagementsystem sehen, da es nach der Definition von Keras alle Varianten der Nutzung digitaler Medien zu Lehr- und Lernzwecken beinhaltet. Neben Lernmanagementssystemen existieren auch CMS, sogenannte Content-Management-Systeme. Diese haben ihren Fokus im Gegensatz zu LMS auf der Erstellung von Lehr-Lerninhalten und nicht auf der Organisation, Durchführung und Steuerung von Lernprozessen. Bei LMS stellt die Erstellung von Lerninhalten keine Kernfunktion dar und ist häufig Aufgabe eines separaten Autorensystems, also CMS. Allerdings verfügen heute einige LMS über integrierte Autorenfunktionen, die jedoch in der Regel einen kleineren Funktionsumfang als klassische Autorensysteme oder CMS bieten. Eine Kombination beider Systeme wird dann LCMS, Learning Content Management System, bezeichnet. Nur noch zur abschließenden Frage. Warum ist es wichtig zu wissen, dass Moodle zu einem LMS gehört? Wie bereits erwähnt, wird Moodle häufig nur zum Bereitstellen von Material verwendet. Doch dafür würde bereits eine einfache Internetseite genügen. Mit einem LMS hat man viel mehr Funktionsumfang, den man sich auch zu Nutzen machen sollte. Wie genau, möchten wir euch in den folgenden Modulen noch detaillierter vorstellen. Außerdem ist es wichtig zu wissen, dass Moodle für das Bereitstellen von Lehr-Lernmaterial plus dem Ermöglichen von Lernen durch geeignete Aktivitäten genutzt werden kann. Es sich aber weniger zum Erstellen der Materialien selbst dafür eignet. Dies ist zu einem geringen Umfang in Moodle möglich. Für die Erstellung von Dateien, wie beispielsweise Videos, PDFs oder Bildern, empfiehlt es sich aber natürlich andere Programme zu verwenden und diese vorab zu produzieren. Nun solltet ihr also einen Überblick über Lernmanagementsysteme und die übergeordneten Funktionen von Moodle erhalten haben. In den nächsten Kapiteln möchten wir euch zunächst die Kurs- und Benutzerverwaltung detaillierter vorstellen, damit ihr bereit seid, einen eigenen Kurs mit den wichtigsten Grundeinstellungen einrichten zu können. Viel Spaß dabei!